Hi, welcome back to Nagarjuna. Hi, willkommen And zurück zu Nagarjuna. we were just starting chapter 18, and we Wir said haben gerade mit that Kapitel 18 angefangen und wir haben this gesagt, ancient dass von den epic, 27 Kapiteln dieses the alten, 18th chapter, umfangreichen is Gedichts probably das the second 18. most Kapitel quoted wahrscheinlich am chapter. zweithäufigsten And zitiert it's the wird. chapter where Nagarjuna really gets Es into ist das Kapitel, in dem emptiness. Nagarjuna And wirklich the in die way he gets Leerheit into einsteigt. emptiness is Und die Art und by Weise, examining wie er in Leerheit gelangt, contradictions ist die Untersuchung about the von person Widersprüchen and the in body and mind Bezug of the auf die person. So Person Michael und den and Körper und den Michael's Geist body der and mind. Person, And also there's a lot Michael of und contradictions Michaels Körper und Geist. that are going Und da on gibt es eine Menge about the way Widersprüche, we think die about in der ourselves. Art und Weise, And wie we wir über learn uns to live selbst with them. denken, vorhanden sind. And we learn to Und wir ignore lernen them. mit ihnen zu leben. And we Wir learn to lernen sie zu sort of ignorieren. Wir lernen sie in gewisser Art, candy coat them or something like wie that. nennt man das nochmal, mit Sugarcoat them. Zuckerglasur Yeah. zu überziehen And oder we get sowas in der used to Art. those contradictions and Schönreden. Ja, ja, we don't schönreden, genau. struggle Und with wir them. gewöhnen uns an So diese kind of Widersprüche. Nagarjuna Wir stören uns nicht wirklich an takes it ihnen. as his Und mission Nagarjuna sieht es als seine to Aufgabe grab us an, and by the uns collar and say, am hey, Kragen zu this doesn't make packen und sense. uns zu sagen, If schau mal, if das things macht keinen exist the way Sinn. you guys think, Wenn die Dinge so this cannot existieren, wie be. ihr Leute Something's glaubt, wrong. dann kann das so nicht sein. Etwas He's ist asking falsch. questions that you asked your mom when you were about Also stellt er 7 years Fragen, die old, du deine Mutter and she gefragt told hast, you als du that's 7 just the Jahre way. alt warst. Auf And die then sie you antwortete, tell your das ist children, einfach your so. own children, and then Und that's dann it. erzählst du So deinen Kindern, deinen eigenen we're going to Kindern, start das war a schon very immer so. difficult chapter, Fangen wir also an. and Es ist there ein have sehr been whole schweres books written Kapitel. about this chapter. In Es fact, wurden ganze the Bücher book über dieses Kapitel which we geschrieben. recommended Ein yesterday Buch, das wir is gestern a recently empfohlen haben, translated book by our Mixed Nuts ist team. ein kürzlich I'll von give you the unserem Mixed Nuts Team ordering übersetzten information Buch. here. It's called Ich Emptiness gebe euch hier Meditation. die Bestelldetails. The author Es is heißt actually the Meditation same über Leerheit. commentator Der that Autor we ist are using derselbe for this Kommentator, book den today, wir heute für which is dieses Chone Buch Lama benutzen. Dragpa Born Chone 1675, Lama Dragpa Shedrup, passed away in 1740. 1675 He geboren has, by und coincidence, has 1748 a gestorben. great connection Zufällig to hat er eine starke our Verbindung monastery, to my zu monastery, unserem Kloster, which has zu it's one of the meinem big Kloster. three Es monasteries ist eines der in 3 Tibet, großen Klöster in with Tibet official enrollment mit of einer üblichen 15,000 Einschreibung monks. von ungefähr Now there's still 15.000 3,000. Mönchen. We built it back up to Heutzutage 3,000 sind es monks immerhin noch after it 3.000. was Wir haben es wieder desecrated. neu aufgebaut auf And bis zu about 90% 3.000 of Mönche, the monks nachdem were es killed zerstört or wurde und disrobed. ungefähr 90% der Mönche So getötet oder zur Aufgabe ihrer Ordinierung we have gezwungen this book, wurden. Emptiness Meditations. Wir haben It's also dieses translated by Buch, our Mixed Meditation Nuts über team. Leerheit. Es wurde von And unserem this Mixed book Nuts was Team done übersetzt. by Venerable Dieses Utpala. Buch hat And as I Venerable mentioned Utpala gemacht. in the last classes, we're looking Wie ich forward schon in den to letzten Klassen commentaries, erwähnt habe, modern freuen wir uns schon auf explanations Kommentare of in this Form book. von It's a very modernen difficult book Erklärungen dieses with Buches. about Es ist ein 38 sehr schwieriges Buch mit proofs of ungefähr emptiness in it, 38 and Beweisen für Leerheit an darin. extra couple hundred pages Dazu noch ein on the paar hundert traditional zusätzliche instructions for how to Seiten mit meditate. traditionellen So these are Anleitungen, wie man meditiert. the original Das sind texts also from die about Originaltexte 1,300 von years vor ago ungefähr on 1300 how to Jahren, do your wie daily du deine meditation, how tägliche to set up your Meditation seat, ausführst, what kind of food to wie du eat, deinen what Sitz kind of place to einrichtest, have, was du essen how to solltest, start was für einen with Ort du haben the solltest, 9 wie du levels damit of how you beginnst, focus your deinen mind. Geist zu fokussieren. Es sind And 9 all those Stufen, wie du deinen instructions are in Geist this book. fokussierst. I've All diese Anleitungen I sind in diesem mentioned Buch. that John Brady and Connie O'Brien are going Ich to hatte ja schon comment erwähnt, dass John Brady und Connie O'Brien Kommentare dazu especially verfassen on the werden, part about how to meditate, besonders über den Teil, because der behandelt, wie man meditiert, they both did weil sie very beide sehr long kraftvolle 3 retreats. Jahre Retreats And absolviert haben. Venerable Utpala, who was Venerable the Utpala, translator die of die this book, Übersetzerin dieses is Buches ist, also hat has zugestimmt, agreed einige Kommentare to dazu do zu some verfassen. commentaries on it. So I think it's going to take 4 Ich or 5 glaube also, dass books of es this. 4 oder 5 But Bücher I mit encourage you to Erklärungen get this bedarf. book. I like Aber the ich e-book. ermutige dich, dir das Buch zuzulegen. My Ich mag neighbors das are always E-Book. asking me what the heck I do. Meine Nachbarn fragen mich It's immer, kind of hard was to zur Hölle explain. ich And mache. when the e-book came out, Und es I ist bought a irgendwie bunch schwer of zu copies and erklären. sent it Als around the das neighborhood. E-Book veröffentlicht wurde, habe ich eine Menge Exemplare It's so gekauft easy und to sie get. einfach in der It takes about Nachbarschaft 30 herumgeschickt. seconds Es ist to so QR einfach, code eins and zu scan erhalten. it. Es And it's dauert extremely ungefähr 30 valuable. Sekunden, den So I QR-Code zu encourage you to get scannen it. und es zu bekommen. Es ist It's by the extrem same kostbar. author that we're studying Ich now, rate euch also, es Chone euch Lama, and zuzulegen. it will Es ist help vom you gleichen meditate. Autor, den wir gerade studieren, Chone All right, Lama, so let's und get es going wird dir into chapter helfen, dieses 18. Buch We besser had zu verstehen. covered
Lasst uns also mit Kapitel 18 beginnen. Wir haben über den allerersten Vers gesprochen. In Sanskrit sind Verse, die Shloka genannt werden, normalerweise 2 Zeilen im Sanskrit und die Tibeter übersetzen es dann in 4 Zeilen. Dieser erste Vers wird in 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil besagt, das bedeutet, wenn dein Körper und Geist, wenn Tims Körper und Geist wirklich Tim wären, dann würde Tim in die Existenz kommen und wieder aus ihr gehen. So wie es sein Körper und Geist tut. Das bedarf einer Anerkennung der buddhistischen Idee, dass fast alle Dinge in der Welt, diejenigen, die veränderlich sind, diejenigen, die in die Existenz gekommen sind aufgrund irgendwelcher Ursachen, dass die Natur, davon verursacht zu sein, so ist, dass man in die Existenz kommt und wieder aus ihr hinausgeht. Im Bruchteil einer Sekunde. Nichts ist solide. Dinge kommen in und gehen aus der Existenz vom Zeitpunkt, in dem sie beginnen, bis hin zum Zeitpunkt, in dem sie enden. Der Körper ist also eines dieser Dinge, physische Materie. Die Natur der physischen Materie ist, dass sie in die Existenz kommt und wieder geht, von Moment zu Moment, von Millisekunde zu Millisekunde. Und die Natur des Geistes ist genau dieselbe. Er kommt hinein und hinaus von Moment zu Moment. Er bewegt sich in einem Fluss, aber der Fluss besteht aus Millisekunden der Bewusstheit, die hinein und hinaus gehen. Nagarjunas Argument hier ist also die Frage nach deiner Beziehung zu deinem Körper und Geist. Ist dir aufgefallen, dass es da einige Widersprüche gibt? Und er liebt Widersprüche. Er sagt, schau, da gibt es Widersprüche. Worauf wir antworten, was für Widersprüche, mir geht's gut. Ich bin mein Körper und Geist. Worauf er erwidert, nein, das ist nicht okay. Wenn du das bist du dann dein Körper und Geist oder hast du eine Existenz unabhängig von deinem Körper und Geist? Wenn zum Beispiel dein Körper und Geist verschwinden, wärst du dann noch immer hier? Was ist also die Beziehung zwischen dir und deinem Körper und Geist? Nagarjunas Weg, eine Unstimmigkeit aufzulösen, ist, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Das ganze Kapitel ist eine Liste von Möglichkeiten, wobei er die Möglichkeiten unkommentiert lässt. Er gibt dir einfach eine Möglichkeit und lässt dich erkennen, dass sie lächerlich ist. Und du sagst, nicht diese, worauf er antwortet, wow, dann muss es wohl die nächste sein, oder? Dann gibt er dir die nächste, worauf du antwortest, die auch nicht. Daraufhin sagt er, oh. Und am Ende des Kapitels sagt er, also schau, es ist nicht, was du dachtest, oder? Weil du soeben all deine Möglichkeiten aufgebraucht hast. Fangen wir also mit den Möglichkeiten an. Du kannst hier ein Bild sehen. Es ist einfach nur eine Stoppuhr. Die bedeutet, wenn du dein Körper und Geist bist, wenn du Tim zu gleichbedeutend ist mit Tims Körper und Geist, dann muss Tim sich von Millisekunde zu Millisekunde verändern. Du kannst deine Ideen ändern, du kannst deine Meinungen ändern, deine Gefühle verändern sich konstant den ganzen Tag hindurch. Wenn du in meinem Alter bist, verstehst du, dass dein Körper von Moment zu Moment über die Länge deines Lebens hinweg zerfällt. Er vergeht, je älter du wirst. Aber wir würden nicht sagen, dass Tim als eine Idee älter wird oder dass Tim von Moment zu Moment so schwankt. Das würden wir so nicht sagen. Du bist gerade gut drauf, dann sagt jemand etwas klitzekleines, Doofes zu dir und dann bist du den Rest des Tages schlecht drauf. Der Geist ist sehr sprunghaft und der Körper ist gleichermaßen sprunghaft. Aber Tim ist nicht sprunghaft. Tim ist Tim. Tim ist das ganze Leben hindurch Tim. Also sagt er, ich glaube nicht, dass Tim... Es sieht für mich nicht so aus. Ich schreibe dir nicht vor, was du denken sollst. Das ist Nagarjunas Stil. Aber wenn Tim sein Körper und Geist wäre, dann glaube ich nicht, dass das der Fall sein könnte, weil der Körper und Geist sich von Augenblick zu Augenblick verändern. Aber Tim ist einfach nur Tim. Du sprichst seinen Namen nicht von Moment zu Moment anders aus. Tim ist Tim. Er kriegt den Namen als kleines Baby und behält den Namen bis zu seinem Tod und darüber hinaus. Es ist einfach nur Tim. Das verändert sich nicht. Tim ist Tim, richtig? Tim ist Tim.
Es wird nicht zu Timar oder Tibu oder so. Es ist einfach nur Tim. Deshalb sagt Nagarjuna, ich mag die erste Möglichkeit nicht und ich glaube, du wirst sie auch nicht mögen. Ich glaube, du wirst mir zustimmen. Dabei gibt er uns nicht die Antwort. Er zeigt einfach nur die Schwierigkeiten mit verschiedenen Ideen auf. Jetzt geht er ein wenig weiter. Und das ist von Chone Lama. Ich lese einfach das Tibetische vor und erkläre es. Wenn Tim sein Körper und Geist wären, allgemein gesprochen, nicht als Momente von Bewusstsein, die sich verändern und dem Körper, der sich ständig verändert, dann lass uns einfach sagen, dass er allgemein gesprochen Körper und Geist ist. Dann wäre er die Teile, die er im Laufe dieses Lebens hat. Der andere Kerl sagt, ich verstehe deine Widersprüche. Zu sagen, dass Tim sein Körper und Geist ist, wenn du Körper und Geist als Dinge betrachtest, die ständig im Wandel sind. Denn Tim ist nicht ständig im Wandel. Tim ist über den Verlauf seines ganzen Lebens ein solides Ding. Aber was ist, wenn wir uns nur den Körper und den Geist im Allgemeinen ansehen? Was ist, wenn wir einfach sagen, Körper und Geist? Und wir machen uns keine Sorgen über die Atome und wir machen uns keine Sorgen über die Gedankenwellen. Wir sagen einfach Körper und Geist im Allgemeinen. Wie ist das? Können wir sagen, das ist Tim? Können wir sagen, dass er diese Beziehung mit seinem Körper und Geist hat? Und Nagarjuna sagt, okay, schauen wir uns das mal an. Übrigens, wo geht er hin? Ich meine die Pointe. Sagen wir mal die Pointe. Die Pointe ist, Tim müsste nicht dieser Körper und dieser Geist sein. Die Idee von Tim ist künstlich zugeteilt zu diesem besonderen Körper und Geist durch sein Karma, durch die Handlungen, die er getan hat. Wie viel Freundlichkeit er anderen Menschen gezeigt hat, wird die Stärke der Verbindung zwischen ihm und seinem Körper und Geist bestimmen. Es ist keine natürliche Verbindung, es ist eine künstliche Verbindung, es ist eine Idee. Das kann eine schlechte Seite haben und es kann auch eine gute Seite haben. Wenn Tim eine Idee ist, die auf seinen Körper und Geist liegt, je nachdem, wie freundlich er zu anderen Menschen ist, dann, wenn er diese Beziehung versteht, kann er sich bemühen, freundlicher und mitfühlender gegenüber anderen Menschen zu sein. Er wird mehr geistige Samen in seinem Geist sammeln, was die Definition von Karma ist. Und dann wird er sich selbst in einer allmählich vervollkommnenden Weise sehen. Und am Ende dieses Prozesses könnte er sogar unsterblich werden und der Menschheit dienen, auf allen Planeten des Universums. Und das ist das Ziel. Wir nutzen also den Vorteil dieser künstlichen Verbindung zwischen seinem Körper, seinem Geist und Tim und wir verbessern sie, weil wir erkennen, dass es von uns kommt, dass es keine natürliche Verbindung ist. Aber um das zu tun, müssen wir beweisen, dass die Verbindung nicht natürlich ist und dass sie manipuliert werden kann, um ihn zu einem Wesen zu machen, wie ein Engel, der tatsächlich unzähligen Menschen zur gleichen Zeit helfen könnte. Denn das ist das Ziel des Buddhismus, dein Wesen zu verbessern, bis du unzähligen Menschen zur gleichen Zeit dienen kannst. Und es ist möglich, wenn du an diesen Büchern arbeitest und du arbeitest mit ihnen und lernst die Meditation, kannst du Bestätigungen bekommen in deiner Meditation, in deinen Gebeten. In deiner Meditation kannst du tatsächliche, unbeschreibbare Erfahrungen machen, die dir ohne ein Buch und ohne all diese Philosophie zeigen, dass es möglich ist, dein Wesen zu verändern. Der Mensch ist eine unfertige Person, ist ein unfertiges Wesen. Menschliche Wesen, wie wir sie kennen, sind unfertige Wesen und ihre Entwicklung nicht zu leugnen, unvermeidbar. Evolution bedeutet, eine Person zu werden, die allen Wesen im Universum zur gleichen Zeit dienen kann. Und das ist der Grund, warum wir dieses Buch studieren. Aber zuerst musst du herausfinden, dass wir nicht automatisch der Körper und der Geist sind, den wir jetzt haben. Wenn diese Verbindung veränderbar ist oder wenn diese Verbindung künstlich ist, dann können wir daran herummachen. Und wir können ein Engel werden oder was auch immer. Und genau das ist das Ziel dieses Buches. Er sagt also,
Okay, du willst, dass ich sage, Tim ist nur allgemein Tims Körper und Geist, ohne über Millisekunden zu sprechen. In diesem Fall wäre er die Teile, aus denen er besteht, in diesem bestimmten Leben, das heißt ab dem Zeitpunkt seiner Geburt. Im Buddhismus vom Moment der Empfängnis bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen letzten Atemzug tut. Ist es das, was du sagst? Dass Tim das ist? Ohne einen Blick auf die momentane Frage ist er nur sein Körper und sein Geist im Allgemeinen, von der Geburt bis zum Tod. Ist es das, was du sagen willst? Können wir schauen, ob da irgendwelche Widersprüche sind, wenn man das sagt? Ja, es gibt einen Widerspruch. Was ist der Widerspruch? Dieser Körper und dieser Geist bestehen nicht nach dem Zeitpunkt des Todes. Der Körper und der Geist dieses besonderen Lebens leben nicht weiter nach dem Zeitpunkt des Todes. Der Punkt des Todes ist ein wichtiger Übergang in der Zusammensetzung deines Körpers und deines Geistes. Es ist unlogisch zu denken, dass nur weil der Körper aufhört, auch der Geist aufhören muss. Ich sage gerne, wenn du ein Auto siehst, das am Straßenrand steht, wenn man auf der Autobahn hierher kommt, wenn das Auto offensichtlich kaputt ist oder etwas mit dem Auto passiert ist, ist das kein Beweis dafür, dass der Fahrer tot ist. Es ist nur ein Fahrzeug, das stehen geblieben ist. Es beweist nichts über den Fahrer des Fahrzeugs. Einen Körper sterben sehen am Ende dieses Lebens. Und dann anzunehmen, dass der Geist gestorben ist unlogisch. Weil der Geist nicht mehr mit dir kommunizieren kann, weil der Mund gestorben ist. Die Lippen funktionieren nicht mehr und die Zähne funktionieren nicht mehr und du kannst nichts sagen. Es ist wie ein Fahrer in einem Auto, das kaputt ist. Er hämmert gegen die Scheiben, aber er kann nicht kommunizieren. Und wenn du jemals eine tiefe Meditation haben solltest, wo du eine tote Person siehst oder du kommunizierst mit einer toten Person, das ist genau, wie es sich anfühlt. Sie ist sehr frustriert, sie kann nicht kommunizieren. Sie hämmert gegen die Fenster. Sie ist nicht gestorben. Es gibt also keinen logischen Grund für die Annahme, dass der Geist aufhört, wenn der Körper aufhört. Wir nehmen das an, aber wenn du darüber nachdenkst, ist es so, als ob der Akku des Handys der Person leer ist. Ist sie also tot? Oh, ich habe heute noch nichts von Tim gehört, er muss tot sein. Und dann sagst du, nein, vielleicht ist nur der Akku seines Handys leer. Und du sagst, oh ja, das ist es also, was er denkt. Es ist wahr, dass der Körper dieses Lebens nicht fortbesteht. Aber kannst du sagen, dass das beweist, dass Tim nicht fortbesteht? Oder sagst du, dass Tim über den Tod hinaus fortbesteht und da er sein Körper und sein Geist ist, dass sein Körper irgendwie nicht gestorben ist? Sagst du, er hat eine Version seines Körpers ins nächste Leben mitgenommen und diese Version seines Körpers zurückgelassen? Ist es das, was du sagst? Und dann weist er einfach nur auf Widersprüche hin, was bedeutet, dass er nicht sein Körper und sein Geist sein kann, denn er würde den Körper mit sich nehmen. Es ist ziemlich einfach. Wenn Tim nur sein Körper und sein Geist ist und wenn der Geist fortbesteht, dann sollte der Körper auch weitergehen. Aber der Körper neigt dazu, im Bett zu liegen und man verbrennt ihn oder vergräbt ihn. Nun gut. Wir haben ein Bild dafür, glaube ich. Oh ja. Eigentlich kommt es davon, na gut, lasst uns dieses hier benutzen. Eine weitere Möglichkeit, sagt Nagarjuna. Und er sagt dir nicht, was er denkt. Er schließt einfach nur Möglichkeiten aus. Und das ist ein wunderschöner, ein sehr buddhistischer Ansatz. Ich versuche nicht, euch zu irgendwas zu überzeugen, ich zeige euch nur Probleme mit euren Ideen auf. Auch ist es nicht möglich, dass Tim in und aus der Existenz geht, so wie es sein Körper tut und wie sein Geist es tut im Laufe seines Lebens.
Weil deine Vorstellung von einem Augenblick ist, dass er ein eigenständiges Ding ist. Ein Augenblick hat einen Anfang und ein Ende. Er hört auf und dann passiert der nächste Augenblick, richtig? Also gemäß deiner Idee, und das ist sehr tief. Du verstehst nicht, dass die Zeit von dir kommt. Du gehst also davon aus, dass die Zeit aus dieser Richtung kommt. Das bedeutet, dass die Zeit Maße hat. Momente haben ein Maß und das ist festgelegt, weil es von der Außenwelt kommt. Und es ist kein Konstrukt deines Geistes. Zeit hat eine äußere Existenz, also einen Moment. Diese Millisekunde von Tim, sie beginnen und sie enden. Sie haben ihr eigenes vorderes Teil und sie haben ihr eigenes hinteres Teil. Also ist eigentlich eine Millisekunde, was die kürzeste Zeitspanne der Zeit ist, ein Widerspruch in sich selbst, denn es müsste ein vorderes Ende und ein hinteres Ende geben. Sonst könnte es keinen Fluss geben. Das hintere Ende des ersten Moments muss das vordere Ende des zweiten Moments berühren, damit ein Fluss entsteht. Wenn das hintere Ende des ersten Moments alle Teile des zweiten Moments berührt, dann gibt es keine Zeit. Die Zeit bleibt in einer Millisekunde stehen. Millisekunden müssen also auch Vorderseiten und Rückseiten haben, damit sie sich in einer Kette fortsetzen können. Was unmöglich ist, wenn es sich um die kürzeste Messung der Zeit handelt. Das gleiche gilt für Atome. Dasselbe Problem mit dem Atom. Das ist also einer von Nagarjunas Lieblingswidersprüchen. Aber worüber reden wir hier? Willst du damit sagen, Tim ist jede Millisekunde von Tims Körper und Geist oder sagst du, er ist getrennt? Eine Millisekunde beginnt, eine Millisekunde endet, Pause. Eine weitere Millisekunde beginnt, eine weitere Millisekunde endet, Pause. Überschneidet sich Millisekunde 1 mit Millisekunde 2 oder geschieht sie und dann passiert Millisekunde 2? Wir neigen zu der Annahme, dass sie sich nicht überschneiden, sonst wäre es nur eine einzige fette Millisekunde. Es muss sein, dass eine Millisekunde aufhört und dann beginnt die zweite Millisekunde. Bist du damit einverstanden? Und du sagst ja. Ich will nicht, dass sich Millisekunden überschneiden, denn sie sind der kürzeste Teil der Zeit. Wenn man 2 davon zusammenzählt, ist es nicht mehr als der kürzeste Teil der Zeit, okay? Sind sie eigenständig? Fängt eine an, hört sie auf, fängt sie an, hört sie auf? Ja, so kommt es mir auch vor. Es fühlt sich für mich an, dass wenn Tim der Fluss seines Körpers und seines Geistes ist, dann sollte er die einzelnen Millisekunden sein. Nun, dann sagt Nagarjuna, und was verbindet diese Millisekunden? Warum ist nicht eine Millisekunde von Tim gefolgt von einer Millisekunde Joe, gefolgt von einer Millisekunde Melissa? Warum muss es immer Tim sein? Wenn die Millisekunden sich nicht berühren, warum ist dann Tim nicht jede zufällige Millisekunde? Es ist unangenehm, darüber nachzudenken. Es ist wie, kommt mir nicht mit diesem ganzen Mist. Sag mir einfach, was es ist. Aber Nagarjuna sagt, wenn Tim erfunden wurde aus getrennten Millisekunden, aus seinem Körper und seinem Geist, dann gäbe es keinen besonderen Grund, warum er die Millisekunden seines Körpers und seines Geistes sein muss. Weil die Millisekunden seines Körpers zum Beispiel nicht miteinander verbunden wären. Eine würde enden und die nächste würde beginnen, aber sie hätte keine Beziehung. Sie sind wie getrennte Tennisbälle oder so. Und sie überschneiden sich nicht. Also jeder Teil von jedem könnte in der nächsten Millisekunde Tim sein. Man kann also nicht sagen, dass Tim sein Körper und sein Geist ist, weil es keinen Sinn ergibt. Und er sagt nicht, was es wirklich ist, er sagt dir nur, was keinen Sinn ergibt. Und es gibt diese buddhistische Tradition, deinen Gegner in einen Widerspruch zu verwickeln und dann zu beobachten, wie er in das andere Mauseloch rennt. Dann blockierst du dieses und dann blockierst du jenes und du blockierst das eine und schließlich ist er in der Mitte des Raumes und er sagt, ich weiß es nicht. Also los geht's. Ich werde dir ein anderes Problem schildern. Ist Tim sein Körper und sein Geist? Ja oder nein? Es ist nicht mein Körper und Geist, es ist sein Körper und Geist. Okay, also gibt es 2 Tims. Warum? Sein Körper und sein Geist sind getrennt, das sind 2 Dinge. Nein, sie sind beides Tim. Nein, hast du gesagt. Ist Tim sein Körper und sein Geist? Ja, er ist Körper und Geist. Ist der Körper und der Geist plural? Ja. Ist er mehrfach? Ja. Gibt es mehrere Tims, die herumlaufen? Nein. Es ist nur ein Tim mit Körper und Geist.
Also müssten da eigentlich zwei Ichs sein, technisch gesehen. Habt ihr das nächste Bild? Der Spiegel, die Frau im Spiegel. Wenn Tim sein Körper und sein Geist wäre, dann gäbe es einen Widerspruch, der Pluralität. Der Körper und der Geist sind Plural, Tim ist Singular. Wir sagen nicht Tims. Oh, schau, da kommt Tims. Aber das solltest du, siehst du, wenn seine Verbindung zu seinem Körper und Geist natürlich ist, dann sollte er sein Körper und sein Geist sein. Und dann sollte er zwei sein. Das klingt albern für dich und du sagst, ach komm schon, es hat nichts zu bedeuten. Aber das ist so, weil du noch nicht sorgfältig darüber nachgedacht hast, dass die Idee von Tim, sein Körper und sein Geist zu sein, unhaltbar ist. Es ergibt keinen Sinn, wenn man wirklich ehrlich ist. Wenn man wirklich, wirklich ehrlich ist, ergibt es keinen Sinn. Er müsste im Plural sein. In Ordnung, nächster Vers, Timothy. Tims, nächster Vers. Wenn Tim nicht von Natur aus mit Tims Körper und Geist verbunden ist, wegen all dieser Probleme, dann, okay, Tim ist getrennt von seinem Körper und seinem Geist. Wie wäre es, wenn wir diesen Weg einschlagen? Nagarjuna sagt, warum gehst du nicht zu einem anderen Mauseloch? Versuch ein anderes Mauseloch. Wir sagen, okay, Tim ist also getrennt von seinem Körper und Geist. Tim hat also eine Existenz, die unterschiedlich von seinem Körper und Geist ist. Körper und Geist sterben, Tim macht weiter. Am Ende sind sie getrennt. Er nimmt später einen neuen Körper und Geist an. Wie ist das? Lass uns da lang gehen. Nagarjuna sagt, okay, lasst uns da lang gehen. Dann sagt er, und schau mal, ob du dem hier folgen kannst. Es ist nicht einfach. Tims Körper und Geist zeigen bestimmte Eigenschaften. Schauen wir uns das verwendete Beispiel an. Es gibt also eine Idee, die Düppe heißt. Es gibt eine Idee, die Düche heißt. Düche bedeutet alles im Universum, das durch eine Ursache und Bedingung hervorgerufen wurde. Also wie ein Baum. Ein Baum hat eine Hauptursache, nämlich den Samen. Und dann hat er Bedingungen wie Wärme, Wasser, Gärtner, Sonnenlicht. Und nehmen wir an, dass Tim getrennt von seinem Körper und seinem Geist ist. Der Körper und der Geist sind Produkte von Ursache. Der Körper entstand aus dem Sperma und Ei seiner Eltern. Der Geist, ich weiß es nicht, es hängt davon ab, was du glaubst, aber ein Bewusstsein erwacht, wenn genug Chemikalien im Gehirnbereich sind oder so etwas. Sie alle haben also Ursachen. Als Ursachen, als Dinge, die Ursachen haben, sollten sie den typischen Werdegang eines verursachten Dings zeigen. Nämlich beginnen, bleiben und auseinanderfallen. Alle verursachten Dinge im Universum, wenn die Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, kommen sie ins Dasein. Sie halten eine Weile und dann zerbröckeln sie. Wir müssen sagen, dass Tims Körper und Geist diese drei Dinge zeigen. Sie haben irgendwann angefangen, sie dauerten eine gewisse Zeit an und fallen dann zwangsläufig auseinander. Welche Eigenschaften hat Tim in diesem Fall, wenn er von seinem Körper und Geist getrennt ist? Fängt er an? Macht er weiter? Hört er auf? Fällt er auseinander? Denn wenn er keine Beziehung zu seinem Körper und Geist hat, wo er der Körper und der Geist ist, wenn er getrennt ist von Körper und Geist, dann verliert er das Recht, auf die Welt zu kommen, eine Zeit lang fortzubestehen und dann die Welt zu verlassen. Denn er hat nicht diese Beziehung mit Körper und Geist, die diese Qualitäten hat. Er hat eine separate Beziehung. Er existiert unabhängig von seinem Körper und Geist. Nun, in diesem Fall sollte Tim einfach für immer bestehen, weil er die Beziehung zu seinem Körper und seinem Geist nicht hat, dass er sie ist. Er hat irgendwie eine separate Existenz von ihnen. Also, wie auch immer du es sehen willst. Tim ist Teil seines Körpers und Geistes, hat Probleme, und dann Tim ist nicht Teil seines Körpers und Geistes, hat auch Probleme.
Weil der Körper und der Geist das sind, was Tim als Ding kennzeichnet, das anfängt, andauert und wieder auseinanderfällt. Denn die einzige Möglichkeit, wie wir sagen können, dass er anfängt, andauert und auseinanderfallen wird, ist durch die Anzeichen seines Körpers und seines Geistes, weil es keinen Grund für Tim gibt, auseinanderzufallen. Tim ist nur der Name, richtig? Er wurde nicht vor 23 Jahren oder wann auch immer geboren und er dauerte nicht für eine Weile an und er hat nicht aufgehört. Wenn Tim von seinem Körper und seinem Geist getrennt ist, dann wäre Tim einfach weg oder ewig. Denn was ihn als unbeständig kennzeichnet, ist das Verhalten seines Körpers und Geistes. Habt ihr das verstanden? Wenn du nicht dein Körper und Geist bist, wenn du irgendwie getrennt bist von deinem Körper und deinem Geist, wenn du der König bist und sie deine Diener sind, dann hast du diese Beziehung nicht. Und dann spricht er über Tims Beziehung zu, was ist das? Oh ja, jetzt geht's los. Es gibt ein weiteres Problem. Und das geht in Richtung, er nimmt eine typische, wir können die Qualitäten nehmen, wir können die Qualitäten der Lebendigkeit des Körpers und des Geistes nehmen. Sie haben eine Geburt, sie leben eine Zeit lang und dann sterben sie. Wenn Tim irgendwie getrennt von seinem Körper und Geist wäre, würde nichts Tim als Beginnen, Verweilen und Aufhören kennzeichnen. Es gäbe keinen Indikator für uns, dass Tim geboren wurde oder alt wurde oder für eine Weile blieb, weil er dann nicht diese Eigenschaften hätte. Und warum? Er ist getrennt von seinem Körper und seinem Geist. Er hat eine unabhängige Existenz von seinem Körper und seinem Geist. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Jetzt gibt uns Chone Lama ein weiteres Problem. Das Wichtigste, die Definition der physischen Materie. Was ist das? Wisst ihr das? Definition der physischen Materie. Was ist die Definition von physischer Materie im Buddhismus? Wie lautet die Definition von Rot im Buddhismus? Und es ist eine sehr interessante, alles. Was ist grün? Jemand weiß nicht, was grün ist. Und du sagst, hey, das hier ist grün. Das ist grün. Es gibt keinen anderen Weg, um grün zu definieren, außer man macht eine Wellenlängentheorie oder so etwas in der Art. Man könnte sagen, diese Wellenlänge zu dieser Wellenlänge, aber im allgemeinen Gespräch, wenn man noch nie grün gesehen hat, und ich wollte es für definieren, ist die einzige Möglichkeit, darauf zu zeigen und zu sagen, das hier ist grün. Das ist, was wir sagen, das ist grün. Tims Körper ist also etwas, auf das wir zeigen können, auf das wir als physisches Ding zeigen können. Das ist sein Hauptmerkmal. Was ist die Haupteigenschaft seines Geistes? Es ist die Empfindung. Was ist die wichtigste Eigenschaft von Tims Geist? Es ist, dass er Dinge wahrnimmt, dass er Dinge fühlt. Das ist der Unterschied zwischen Tim und einem Stein, dass er Dinge fühlt. Gefühl ist also die Essenz von Tims Geist, Empfindung. Und dann ist die Essenz von Tims körperlicher Existenz etwas, das Körperlichkeit aufweist. Das sind also die beiden Teile von Tim. Wenn Tim von diesen getrennt wäre, dann gibt es wiederum keine Definition von Tim. Wir können nicht sagen, Tim ist bewusst, und wir können nicht sagen, Tim hat eine Präsenz in der Welt, wenn er nicht mit seinem Körper und seinem Geist verbunden wäre, richtig? Wir haben die Probleme mit einem Tim, der verbunden war mit seinem Körper und Geist, zum Beispiel einzelne Millisekunden gesprochen. Aber jetzt besprechen wir die Probleme eines Tim, der sein Körper ist, der getrennt ist von seinem Körper und seinem Geist, der irgendwie eine unabhängige Existenz von seinem Körper und Geist aufweist. Und dann würde Tim keine Körperlichkeit zeigen, er würde keine Empfindungen haben. Wir müssten nach einem Tim wie diesem suchen und das ist nicht möglich. Wir könnten so einen Tim nicht haben. Dann gäbe es auch keinen Tim. Wenn es keine Körperlichkeit gäbe und keine Empfindungen, könnte Tim diese Show nicht veranstalten, oder? Wir denken schon. In Ordnung. Es ist nicht nur eine schwachsinnige Philosophie. Die Religionsabteilung in Princeton wurde so klein, dass sie uns ein Gebäude teilen ließen mit dem Fachbereich Philosophie, weil der auch ständig schrumpfte. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt bleibt ihr in diesem einen Gebäude. Es ist in der Mitte geteilt. Die Religionsabteilung hat diese Hälfte, der Fachbereich Philosophie hat diese Hälfte.
Wir mussten uns die Büroräume und die Kaffeestation teilen. Und so trafen wir hin und wieder auf die Philosophiestudierenden, besonders die Doktoranden. Und es war wirklich seltsam. Es war wirklich, wirklich seltsam. Du sagtest, hier, nimm etwas Zucker. Und sie sagten, Zucker. Gibt es den? Sie waren immer in dieser Angstsache. Gibt es Zucker? Gibt es Zucker nicht? Und es war sehr frustrierend. Schließlich haben wir einfach eine separate Kaffeestation für sie eingerichtet, weil wir nicht mit ihnen reden wollten, weil es einfach frustrierend war. Sie waren sich bei allem unsicher. Also ich versuche, das nicht zu tun. Nagarjuna versucht, das nicht zu tun. Er versucht nicht zu sagen, bezweifle alles an dir oder habe ständig Angst, denn vielleicht ist Tim da oder vielleicht ist Tim nicht da. Er sagt nur, wenn man es langsam angehen lässt und wirklich darüber nachdenkt, kann Tim nicht der sein, für den du ihn gehalten hast. Und das erweist sich als eine gute Sache. Denn wenn Tim der ist, für den du ihn hältst, könnte er nicht zu einem Engel vervollkommnet werden. Er könnte nicht erneuert werden. Und wenn er der ist, für den du ihn gehalten hast, dann wird er leben, sterben und verschwinden. Und das ist das Ende der Sache. Also, alles klar. Dies ist der letzte Satz in diesem Kapitel. Wir haben gerade durch das ganze Kapitel gezoomt. Habe ich recht, Tim? Habe ich mich verrannt? Du hast diesen Blick, dafür gibt es kein Bild. Nagarjuna wirft ganz beiläufig eine Bombe und dann verlässt er die Küche. Er sagt, übrigens, wenn es keinen Tim gibt, gibt es auch keine Tims. Tim Apostroph S im Englischen. Wenn es keine Tim gibt, gibt es nichts, was Tim besitzt. Und dann verlässt er die Bühne. Er sagt, das ist das Ende des Kapitels. Im Buddhismus ist das eine große Frage. Was ist die Beziehung zwischen mir und mein? Und das Missverständnis, wer ich bin, gepaart mit dem Missverständnis, wer das ist, was ich besitze oder was mein ist, ich und mein. Die Frage nach mir und mein ist die Wurzel allen Leidens. Nach dem Buddhismus ist das Missverständnis von mir gepaart mit dem Missverständnis von mein die Wurzel allen Schmerzes. Und alle Probleme der Welt kommen daher. Und dann sagt Nagarjuna einfach so, schau mal, wenn es Probleme mit Tim gibt, dann gibt es auch Probleme mit Tims im Sinne von seines. Er sagt, wir sehen uns später, Leute. Lasst uns zu Kapitel 19 gehen. Wie wir gestern schon gesagt haben, gibt es keinen offensichtlichen Fluss zwischen den Kapiteln. Ich und Veronika haben heute Morgen darüber gesprochen. Sie sagt, ich habe eine Theorie. Ihr wisst, dass ich sie schon die ganze Woche genervt habe. Sie sagt also, ich habe eine Theorie. Was? Er hielt separate Vorschläge an verschiedenen Orten, 5 Jahre lang. Die Leute haben die Texte an verschiedenen Orten geschrieben und sie haben sie zu einem Buch zusammengeklebt. Ich denke, es ist möglich. Aber es ist nicht so, wie es eigentlich hätte passieren sollen. Angeblich gibt es eine sehr tiefe und wichtige Verbindung von einem Kapitel. Es gibt eine Überleitung. Und wenn du die Übergänge verstehst, verstehst du Leerheit. Und du kannst ein Engel werden. Aber wenn man die Übergänge nicht versteht, muss man sich eben mehr anstrengen. Oh, ist das meins? Das ist es von den Gypsy Kings. Ja, das ist eine gute Überleitung. Also, schau mal. Die Idee ist, wir haben alle Schüler hier in diese Klasse gesetzt. Ihre Hausaufgabe ist es, die Übergänge herauszufinden. Ich habe niemanden gefunden, der das geschafft hat. Ich meine, es ist wahrscheinlich da, aber ich habe es mir irgendwie aufgespart für euch. Also, wir werden weitermachen. Wir werden diese Klasse beenden. Wir gehen zu Kapitel 19. Aber ich fordere dich heraus, als Student, als Zuhörer. Ich fordere dich heraus, die Überleitung von 18 zu 19 zu erklären. Wie macht er das? Übrigens, 19 ist... Oh, das tut mir leid. Es ist noch nicht die Überleitung. Ich nehme es zurück. Lass uns das später machen. Nachdem er meins gemacht hat, kommt noch ein bisschen mehr. Wir gehen noch nicht weiter. Ich bitte um Entschuldigung. Alles klar, lasst uns das Kapitel in der nächsten Stunde beenden. Dann werden wir zu 19 übergehen.
Bis dann, Leute. Ach, und übrigens, wenn es verwirrend klingt und es schwierig ist, es ist schwieriger zu sterben und zu verschwinden und irgendwo anders zu landen, was du tun wirst. Wenn es also nach einer Herausforderung klingt, sich durch dieses Zeug zu arbeiten, würde ich behaupten, dass es eine größere Herausforderung ist, zu sterben, in eine Art von Vergessenheit zu geraten, um dann wieder herauszukommen. Nebenbei bemerkt, etwas, das deine Mutter dir gesagt hat: Wenn etwas einmal passieren kann, kann es auch zweimal passieren. Wenn du einmal hierher gekommen bist, ohne eine Erklärung, dann gibt es keinen logischen Grund, warum es nicht wieder passieren sollte. Ganz egal, ob du an zukünftige Leben glaubst, das spielt für mich keine Rolle. Aber wäre es nicht schön, das alles herauszufinden und einen Zustand der Glückseligkeit oder des Verstehens zu erreichen, in dem man für immer bleiben könnte und nicht ständig auftauchen müsste in diese kurze, gewalttätige Leben und dann ein weiteres erledigen muss? Es geht also nicht nur um Philosophie. Es hat ein tiefes, tiefes Ziel und einen tiefen, tiefen Zweck. Und früher oder später werdet ihr euch diesen Fragen stellen müssen, irgendwann in eurem Leben. Okay, Tim, lass uns gehen. Yay!